In unserer hektischen Welt denken wir Tag für Tag Tausende von Gedanken. Oft sind sie nur flüchtige Besucher in unserem Bewusstsein, dem wir kaum Beachtung schenken. Doch das, was wir in unseren Gedanken hegen und pflegen, hat eine erstaunliche Kraft. Eine Kraft, die unsere Realität formen kann. Wir sprechen heute über die Kunst des Manifestierens. Ein Prozess, der tiefer geht als das bloße Denken. Unsere Gedanken sind wie Samen, die in den Boden unseres Bewusstseins fallen. Und sie haben die Macht, unser Leben in Richtungen zu lenken, denen wir uns vielleicht noch gar nicht bewusst sind. Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal, heute mit einem ganz, ganz besonderen Gast und zwar Hermann. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Ja, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Hermann Bettke und bin Bewusstseinstrainer. Mache das jetzt mittlerweile seit 17 Jahren und 8 Monaten. Wie kam es eigentlich dazu, dass wir beide uns connected haben? Wieso sitzen wir jetzt gerade hier? Der liebe Hermann macht so gut wie jeden Tag TikTok live und redet über genau diese Themen: Manifestation, Bewusstsein, müheloses Leben, wie du immer so schön sagst. Ich habe auch einmal zugesehen und habe was reingeschrieben und dann, wie der Zufall wollte, hat er dann gesagt, Fenja, klick da mal so und kostenloses Gespräch, und dann hat das alles so seinen Lauf genommen und ich habe wirklich ein paar Termine schon bei dir eingenommen und das war wirklich echt wundervoll und total verändernd für mich. Und ja, jetzt habe ich so gefragt, hey, hast du Lust, ein bisschen zu sprechen hier auf meinem Kanal? Und er hatte total Lust, hat sofort gesagt, let's go. Und genau, heute soll das Thema sein, Manifestieren. Hermann, was ist eigentlich das Manifestieren? Kannst du das mal so grob in deinen Worten zusammenfassen? Klar. Im Grunde genommen ist der Begriff Manifestieren irgendwann ins Leben gerufen worden, um es als etwas Besonderes darzustellen. Aber alle, ihr, du, machst es jeden einzelnen Tag, von morgens bis abends. Zwar nicht bewusst, aber all das, was du in deinem Außen siehst, wird durch deine Schwingung erzeugt. Und das ist im Endeffekt das, was alle manifestieren, als Manifestieren bezeichnen. Ja. Das tun wir die ganze Zeit, in jeder Sekunde. Ja. Warum hat das Manifestieren so viel mit dem Gesetz der Anziehung zu tun? Weil davon wird auch oft immer gesagt, von diesem Gesetz der Anziehung und Gesetz der Resonanz. Warum wird das meistens miteinander verknüpft? Das Gesetz der Anziehung sagt ja zum Beispiel Gleiches Gleiches anzieht, ja, dass also die Schwingung entscheidend ist, in der du bist. Gesetz der Resonanz. Wenn du den ganzen Tag über dich traurig fühlst, dann wirst du dazu die passenden Erlebnisse im Außen in deiner Realität machen. Ja, dir werden die Menschen begegnen, die dir das Gefühl geben, dass du traurig bist, um dir nämlich genau das dann zu bestätigen. Du ziehst das an, was du bist, ja, ne? Was genau du so ist es. Du musst das, was du haben willst, in Besitz nehmen, dann musst du dich darüber freuen und dankbar sein, dass du es hast, und dann kriegst du das, was du willst. Richtig. Ja, Kurzform. Eine Kurzform und jetzt nochmal so ein bisschen ausführlicher, beziehungsweise in so kleinen Schritten aufgeteilt. Step Nummer 1 ist Klarheit schaffen. Bevor du bewusst manifestierst und bewusst etwas in deinem Leben haben möchtest, musst du dir natürlich erstmal im Klaren sein, was du haben möchtest, was du anziehen möchtest. Das heißt, ich mache es immer so, dass ich mir die verschiedenen Lebensbereiche anschaue, wie zum Beispiel beruflich, partnerschaftlich, freundschaftlich. Was möchte ich dort, um dann auch wirklich genau zu wissen, wo kann ich meinen Fokus lenken. Und am besten ist es tatsächlich, du schreibst dir das gleich zu Beginn erst einmal auf. Ja? Das heißt also, du schreibst dir detailliert auf in den von Fenja beschriebenen Lebensbereichen, was du haben möchtest. Step Number 2 ist Visualisieren. Das heißt, stell dir das Gewünschte so klar und spezifisch vor. Stell dir das Endresultat, die Endszene vor, die du in deinem Leben haben möchtest. Und das wirklich, beispielsweise, wenn du jetzt eine neue Wohnung manifestieren möchtest. Okay, wie groß soll diese Wohnung sein? Wie soll es da drin riechen? In welcher Umgebung? Mit Balkon, ohne Balkon? Wie sollen die Wände aussehen? Also wirklich so klar wie möglich ein inneres Bild
verankern. Und darauf kommen wir auch zum dritten Punkt, ist Affirmation dafür passend aufschreiben. Das heißt, sehr, sehr kraftvoll sind die Worte, die 2 Worte ich bin. Das heißt, wenn man mehr Gelassenheit in seinem Leben haben möchte, ein bisschen mehr Geduld und so weiter, sagt man nicht, ich möchte Gelassenheit, sondern ich bin gelassen. So, also ganz, ganz wichtig ist die Gegenwart und das Ich, beziehungsweise dass es jetzt schon in dem Moment da ist. Und dieses dann so oft wie möglich wiederholen. Ich mache das beispielsweise immer so, dass ich in meiner Morgenroutine sehr, sehr viel mit meinem Spiegelbild arbeite und diese Sätze dann wiederhole. Aber auch so beim Einkaufen gehen, beim Autofahren, wiederhole ich diese Sätze, um mein Unterbewusstsein zu programmieren und zu überstülpen, wenn ich jetzt so... Eine gute Idee. Ja. Dazu ist es auch immer sehr gut, wenn man skriptet. Also besorge dir ein kleines Heft und dann schreibe ich mir eben all das auf, was ich dann sage, wie ich mich fühle, wie es aussieht. Also alles dazu, was einem so einfällt, ja. Um eben in das entsprechende Gefühl zu kommen, dass es schon da ist, jetzt in diesem Moment. Sobald du weißt, was du willst, und zwar detailliert, existiert genau das, was du haben willst, in einer parallelen Realität. Ja. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen wild an, ein bisschen verrückt, aber nimm es einfach so hin, ja? Ich weiß, wovon ich spreche. Das heißt, es gibt also eine Version von dir, die genau das hat, was du gerne hättest. Diese Version von dir ist in einer bestimmten Schwingung, weil sie nämlich das hat, was du gerne hättest. Und genau in dieses Gefühl musst du dann gehen, um genau das zu bekommen, was du gerne hättest, ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, und zwar Gedankenkraft ist super. Es aber mit Emotionen und Gefühlen zu verknüpfen, ist noch viel kraftvoller. Das heißt, wenn du genau weißt, was du haben möchtest, verknüpfe jetzt die bestimmten Emotionen, die du dabei fühlen möchtest, dazu. Das heißt, wenn du in eine, jetzt das Beispiel Wohnung, wie fühlt es sich dort an? Wie fühlt es sich an, wenn du wirklich diese Wohnung hast? Also genau diese Emotionen, die du dann in dem bestimmten Moment hast, wenn du sie bekommst, reinfühlen. Kommen wir zum 5. Punkt, und das ist ganz, ganz doll auch mein Thema gewesen, und zwar Glauben und Vertrauen. Das heißt, wenn du genau weißt, was du haben möchtest, wie Emotionen damit verknüpft hast, darfst du vertrauen und loslassen. Denn, wie sagt man so schön, trust the process. Und das ist wirklich hier auch nicht die ganze Zeit, oh, wann kommt es denn? Und ist es jetzt endlich schon da und kommt es denn morgen? Sondern, nein, let it go. Und das ist eine kleine Falle bei dem Ganzen. Ja? Weil sobald du anfängst, dich auf die Suche zu machen und dich fragst, wann kommt es denn, bist du ständig in der Wahrnehmung, dass es noch nicht da ist. Und diese Gefühle, die dazu passen, werden automatisch erzeugt, sodass das, was du haben möchtest, nicht kommen kann. Es funktioniert einfach nicht. Ja? Es geht also wirklich erst dann, wenn du in dem Gefühl bist, dass es da ist. Sonst kann es nicht funktionieren. Und machst du dich auf die Suche, oder was viele Menschen auch sehr gerne machen, ist, sie suchen nach Zeichen. Ja? Sie sagen, ja, okay, meine innere Führung, ja, okay, da muss ich darauf hören, wunderbar, aber wo ist es denn jetzt? Ja? Wo ist denn jetzt das Zeichen, dass es kommt? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wenn du das machst, sei dir bewusst, du bist ständig in der Wahrnehmung, dass es nicht da ist. Und das funktioniert nicht. Damit übst du Widerstand aus, der das, was du haben willst, von dir fernhält. Total. Ja. 6. Schritt ist Handeln. Wir haben darüber schon gesprochen so ein bisschen, denn klar, of course, kannst du dir ganz viele Gedanken machen, Emotionen aufladen, all die Schritte, die wir gerade eben gesprochen haben, aber du musst auch einen Schritt in die richtige Richtung machen und auch etwas dafür tun. So, Hermann hat so zu mir gesagt, ja, Fenja, also es würde rein theoretisch gehen, wenn man so im Bett liegt und einfach sich das nur alles vorstellt jeden Tag, aber es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ja, das funktioniert tatsächlich, ja. Es funktioniert auch zum Beispiel im Fitnessstudio auf dem Sofa, ja. Gar kein Problem, das funktioniert. Es gibt da wissenschaftliche Untersuchungen drüber, die gemacht wurden. Das Problem ist nur, dass wir alle so programmiert wurden, dass wir es nicht glauben, und zwar tief in uns nicht glauben, dass wir ohne uns zu bewegen, ohne zu handeln, etwas erreichen können. Ja? Das haben wir von unseren Eltern gehört, ja, das Zimmer räumt sich nicht von alleine auf und so weiter und so weiter. Ja. Diese ganzen Dinge, und
Deshalb ist tatsächlich ein Handlungsschritt in die richtige Richtung wichtig. Ja? Ja. Möchtest du eine Urlaubsreise machen, dann ist ein Handlungsschritt, mach dich auf die Suche, welche Unterkünfte es gibt. Ja? Und das Universum macht dann alles andere, was du dir eben halt vorgestellt hast, halt, das heißt die Raumaufteilung Ja. und wo, ist es direkt am Strand, das macht die dann alles so. Genau, Ne? So genau so ist es, ja. Und ich nenne das immer den Mechanismus der Synchronizität. yes. Ja. Und dieser Mechanismus der Synchronizität, das hast du mit Sicherheit auch schon mal erlebt, der sorgt dafür, dass du dann tatsächlich im Außen, in deiner physischen Realität, siehst, dass es in die richtige Richtung geht. Das heißt, bist du zum Beispiel auf der Suche nach einer Wohnung, dann läuft dir irgendjemand über den Weg und der sagt, ja, meine Nachbarin zieht ja aus und die findet einfach keinen Nachmieter. Und das ist exakt die Wohnung, die du haben willst, ja. Ja. Und manche nennen es als Zufälle, ne? Ja, das Ja. war Zufall, ne? Ja, genau, richtig. Aber es gibt keine Zufälle. Nein, Nein. es gibt keine Zufälle. Es ist alles in einer Art und Weise gesteuert, die wir uns nicht vorstellen können. Ja. Oder wo es schwierig ist für den menschlichen Verstand, das zu begreifen. Ja. Zu sagen, ach so funktioniert das. Nein, ja, das verstehen wir nicht. Der menschliche Verstand kommt da nicht hinter. Nee. Noch ein wichtiger Punkt, es ist auch hier bei mir ganz präsent, ist allgemein Geduld und Ausdauer. Denn manche Visionen und Ziele und Wünsche können etwas dauern. Ja, wichtig ist zu wissen, dass du mit dem Wann und mit dem Wie nichts zu tun hast. Ja? Du hast dich nicht darum zu kümmern, wie etwas zu dir kommt. Okay? Also selbst wenn du dich fragst, ja, aber wie soll ich denn diese Wohnung finden, die ich da haben will? Es spielt keine Rolle, weil es geht dich nichts an, okay? Es geht dich nichts an. Ja. Und das Wann ist ganz genauso. Du hast mit dem Wann nichts zu tun. Das ist nicht deine Angelegenheit. Ja. Okay? Ja. Weil das musst du auch gar nicht, weil du bist ja in dem Moment der Vorstellung schon in dem Zustand, dass du es besitzt. Das heißt, das, was passiert im Hintergrund ist, dass du durch diese Schwingung, dass du schon besitzt, dass dadurch im Außen alles so gesteuert wird, dass die Dinge so zu dir kommen, wie es für dich genau richtig ist. Das ist so schön. Ja, ich könnte richtig. jetzt gerade schon wieder weinen, weil es auch ein toller Reminder jetzt gerade auch wieder für mich ist. So, ja. Und was mich immer total erdet, ist somit so fast der letzte Punkt, ist Dankbarkeit. Eigentlich verknüpft auch Achtsamkeit. Das heißt, dankbar für das zu sein, dass es schon da ist. Nicht nur für die Sachen, die du schon in deinem Leben manifestiert hast, ne? Weil alles ist Manifestation, sondern auch dankbar für die Sachen zu sein, die in der physischen Realität noch nicht da sind. Auch achtsam zu sein für diese kleinen Dinge dann auch, weil man ist meistens dann schon immer im nächsten Step und bemerkt gar nicht wirklich, dass man etwas schon in seinem Leben hat, was man vor einem Monat, einem Jahr schon so gerne wollte. Deswegen Achtsamkeit und Dankbarkeit ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt an sich neben Manifestieren, also spielt Hand in Hand, auch ganz tolle Methoden, wie man das nicht verstärken kann, aber mitschwingen lassen kann. Das ist zum Beispiel das Vision Board. Ich habe schon mal mein Vision Board mit euch zusammen gemacht. Das wäre zum Beispiel eine Methode, verlinke ich gerne mal hier. Oder Meditation. Also ich mache das ganz, ganz oft, während ich einschlafe, dass ich so eine geführte Meditation zu manifestieren, das, was ich haben möchte, mache. Dann Journalen oder allgemein Aufschreiben, darüber haben wir auch schon ganz, ganz viel geredet. Das heißt, Aufschreiben ist auch unglaublich hilfreich. Denn bestimmte Rituale, das mache ich meistens zum Beispiel immer morgen, habe ich schon erzählt, während ich vor meinem Spiegel sitze, habe ich dann mein Palo Santo und wiederhole diese Sätze. Das heißt, bestimmte Rituale in deinen Alltag zu integrieren, kann genauso auch helfen, das Gewünschte zu wiederholen und dir vorzustellen. Und der letzte Punkt ist auf jeden Fall Gespräche und Unterhaltungen, das heißt über das reden, was du in deinem Leben ziehen möchtest, wie es aussieht. Also das hat mir auch genauso geholfen, mit Hermann beispielsweise über meine Vision, über meine Ziele, über das, was ich in meinem Leben ziehen möchte, zu sprechen. Also das war auch eine große Hilfe, alles so ein bisschen auch in meinem Gedankenkopf
zu strukturieren und auszusprechen. Diese Methoden sind eine Hilfe. Und worüber wir auch gesprochen haben, ist halt dieses, du kannst diese Punkte machen, du kannst ein Vision Board beispielsweise machen, aber dieses Wollen und Haben und es soll so, das blockiert eben halt das Ganze. Deswegen, das ist eine Unterstützung, das sind eine Hilfe, die ich auch selbst durchführe. Aber ich weiß, dass wenn ich jeden Tag auf meinem Vision Board gucke und dann so gucke, ich möchte das jetzt endlich und es soll doch jetzt kommen und irgendwie, wann kommt es denn? Damit habe ich nichts zu tun. Und auch da ist es wieder so, dass wir die Dinge fernhalten, wenn wir zum Beispiel sagen, und das wird vielleicht viel überraschen, aber der Begriff wünschen ist auch eine kleine Falle, ja, weil wenn man sagt, ich wünsche mir das und man sagt es immer wieder, ich wünsche mir so sehr, dass das kommt oder dass jenes kommt, der Punkt ist, dass du in dem Moment wieder in der Wahrnehmung bist, dass es nicht da ist. Ja. Und das geht nicht. Ja. Und das ist genauso bei diesen ganzen zusätzlichen Dingen, die man so machen kann, die Fenja angesprochen hat, Vision Board etc. Das alles hilft dir, um in das korrekte, gute Gefühl zu kommen, in dem du bist, wenn das da ist, was du gerne hättest. Ja. Ja, dafür ist es da. Es ist nicht dafür da, um immer wieder zu sagen, ja, oh, ich will das so sehr, weil auch da wieder, du bist ständig in der Wahrnehmung, dass es nicht da ist. Total. Und so kann es nicht kommen. Es geht einfach nicht. Ja. Ja? Das Wichtigste dabei ist einfach zu wissen, dass es schon da ist. Ja. Alles passiert jetzt. Und ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt für das heutige Video. Es war wundervoll mit dir, hier gerade ein bisschen zu sprechen. Vielen, vielen Dank nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns jetzt sehr, sehr dolle freuen über einen Daumen nach oben. Ich verlinke sehr, sehr gerne mal hier irgendwo die ganzen Social-Media-Links auch zu Hermann. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns bestimmt auch bald wieder. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und dann noch einen wunderschönen Tag. Bis nächste Woche. Mua. Macht's gut, Ciao. ihr Lieben. Tschüss.